Weniger als eine Woche ist es jetzt nur noch hin, bis am 19. Mai die Godforge Beta beginnt. Und so langsam merkt man auch, dass sich die Discord-Kanäle wieder mit Gesprächen füllen und alle schon ihre Pläne schmieden. Falls ihr immer noch nicht angemeldet seid, schaut mal auf faithless.gg vorbei oder klickt auf den Link in der Description. Das bringt euch dann hier auf diese Seite, wo ihr nur noch auf Join the Godforge Waitlist klicken müsst, hier eure Details eingeben müsst und dann seid ihr schon dabei. Und weil es nur noch Tage hin ist bis zur Beta, wollte ich euch hier in diesem Video noch ein kurzes Update geben, was sich in den letzten Wochen noch so verändert hat. Yui, 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 Yui. Yui! So, erstmal eine gute Nachricht für alle, die das Godforge Minigame gespielt haben. Nämlich die Goodies, die ihr euch da erspielt habt, die werden auch in der Beta zur Verfügung stehen. Wer also ein Faithless-Account über das Minigame oder über die Alpha-Tests noch hat, der wird sich hier in den Client einfach bei Login mit diesen Daten einloggen können und alles haben, was er sich bis jetzt an Goodies erspielt hat. Aber keine Sorge, auch wenn ihr das Minigame verpasst haben solltet, gibt es in der Beta auch noch reichlich einzusacken. Da komme ich nochmal später zu, was wir uns hier für Belohnungen erspielen können. Außerdem ist die Deadline zur Anmeldung, der 14. Mai war das damals, jetzt aufgehoben worden. Man wird sich also auch nach dem 14. noch anmelden können, wahrscheinlich auch noch die komplette Beta durch. Ich werde natürlich trotzdem direkt am 19. loslegen. Das solltet ihr auch, wenn ihr alle Rewards erspielen wollt. Zum Content der Beta hat sich seit meinem Video dazu eigentlich nichts getan. Wir haben nur ein bisschen mehr Informationen zu den Kalendern und zum Shop-System. Ich lasse das hier mal ein bisschen laufen. Wir sehen hier zum Beispiel diesen Riven's Chosen Kalender, in dem die beta-spezifischen Rewards drin sind, die wir uns fürs Early Access erspielen können, zum Beispiel die Cosmetics. Die wird man einfach durch Einloggen hier bekommen können. Bezüglich des Shop-Systems wollen sie uns einfach einen Haufen dieser roten Gems geben und einfach mal schauen, was die Spieler so im Shop für ihren Progress priorisieren. Es gibt dann auch noch so einen Gold Shop, da kann man auch allerlei Sachen bekommen. Hier wird einfach erstmal mit den Preisen gespielt, um zu schauen, wie viel Gems oder Gold oder sowas sollen die verschiedenen Items kosten. Was bevorzugen die Spieler dann an Käufen? Wollen die eher einfach nur ganz viele Summons oder wollen sie lieber Ausrüstung kaufen? Damit wird hier ein bisschen rumgespielt in der Beta. Also, was will Faithless von dieser Beta? Die wollen natürlich im Hintergrund ihre ganzen Messungen machen, gucken, wie oft sich die Spieler einloggen, wie lange sie spielen, wo sie sich aufhalten, wo es vielleicht schwieriger ist und wo sie ganz einfach durchkommen. Die wollen unser Feedback. Es wird wahrscheinlich im Discord geteilt irgendwelche Surveys geben. Aber was bringt es dir, die Beta zu spielen? Also zuerst einmal, der Progress wird ja zurückgesetzt nach den 2 Betas. Das heißt, bei der Early Access wird man wieder von Null anfangen müssen. Aber ich sage euch, wieso es sich trotzdem lohnt zu spielen. Zum einen gibt es, wie ich vorhin schon gezeigt habe, in diesem Riven's Kalender Beta-exklusive Skins, die man sich hier freischalten kann. Dann habt ihr natürlich die einmalige Gelegenheit, einfach mal an der Entstehung eines solchen Spiels mitzuwirken, von Anfang an und Einfluss zu nehmen. Sehr viel von dem, was von der Alpha zur Beta hin jetzt geändert wurde, kommt direkt aus dem Player-Feedback oder wurde zumindest dadurch beeinflusst. Dann habt ihr natürlich noch den Vorteil, dass ihr diese ganzen
Bosskämpfe und Mechaniken und alles schon mal ausführlich testen und ausprobieren könnt. Und dann habt ihr damit natürlich beim Early Access einen wesentlich stärkeren Start, als wenn ihr da mit null Vorwissen rangeht. Und zu allerletzt natürlich, es gibt auch noch eine Beta-exklusive Währung namens Token of Valor, die ihr euch sowohl durchs Leveln des Accounts sowie auch in den Dungeons jeweils erspielen könnt. Wofür man diese im Early Access dann genau ausgeben kann, das wurde jetzt noch nicht verraten, aber wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass da sowas wie Summons oder Energienachfüllpacks oder sowas mit dabei sein werden. So, wenn ihr also dabei sein wollt, meldet euch an und kommt auf den Discord-Server. Wir haben mittlerweile auch einen deutschen Community-Channel. Da ist zwar jetzt noch nicht so viel los wie bei den anderen Sprachen, aber das kriegen wir schon hin, dass hier eine ordentliche Community raus wird. Also, bis dann.